Lust auf was Süßes? Mein Name ist Andreas Hoffmann vom Studierendenwerk Berlin. Ich bin hier im Mensa Kochstudio und ich möchte heute mit euch Milchreis kochen mit geschmorten Pflaumen. Und wisst ihr was? Die schmoren wir mit Essig. Die Zutaten für den Milchreis und die geschmorten Pflaumen, die seht ihr jetzt hier eingeblendet. Und das Rezept, das ist hier unten verlinkt. Müsst ihr nur anklicken. Für unseren Milchreis haben wir hier eine Sojamilch. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Milch nehmen oder eine Hafermilch, bietet sich da auch an. Wichtig ist, wiegt alles gut ab, dass es zum Rezept passt, dass ihr nachher die passende Konsistenz habt. Reis sollte man auch immer waschen, darauf achten. Wir verwenden für den Milchreis einen Rundkornreis. Der Rundkornreis hat die Eigenschaft, dass er die Milch und die Flüssigkeit schön aufnimmt und im Kern noch Biss hat. Und nun lassen wir das ganz langsam bei niedriger Hitze köcheln und immer wieder umrühren, dass der Reis die Sojamilch richtig schön aufnehmen kann. Der Milchreis, der hat schon eine richtig gute Konsistenz angenommen. Die Körnchen hier haben die Milch optimal aufgenommen. Und jetzt lassen wir den Milchreis nochmal 15 Minuten lang ziehen. Und in dieser Zeit schmoren wir die Pflaumen. Aber vorher Pflaumen waschen, Pflaumen entkernen und Pflaumen in Würfel schneiden. Hallo nochmal, ich bin der Halil und ich arbeite bei dem Studierendenwerk im Bereich Kultur. Ich bin Student an der EFU im Fach Publizistik und Kommunikationswissenschaft und ich bin heute wieder im Mensa Kochstudio mit Herrn Hoffmann, Mensa-Leiter, und wir würden heute nochmal gerne kochen. Ja, gerne. Ich habe tatsächlich schon ein paar Videos mit Ihnen gesehen auf dem YouTube-Kanal von Mensa Online. Ja. Und ich habe gesehen, wie Sie Kürbissuppe vorbereiten. Das ist eigentlich mein Lieblingsgericht aus Deutschland. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob ich irgendwie mir was wünschen kann als Rezept an die Mensa. Geht das überhaupt? Ja, das geht auf jeden Fall. Also wir haben ja das Mensa Online, das ist ein YouTube-Kanal, da kann man sich austauschen, da können Sie Kommentare reinschreiben und Fragen. Das ist im Endeffekt genau das, was wir wollen. Das ist das Ziel, dass wir in den Austausch mit den Studierenden kommen. Wir möchten gerne darauf eingehen, auf Wünsche und auf Erwartungen und auf Fragen. Und somit haben Sie natürlich auch Einfluss auf Ihre Speisekarte. Natürlich muss es dann auch umsetzbar sein, ne? Also es muss auch immer im Rahmen sein, aber natürlich haben Sie da auch Einfluss. Ja. Eine Sache, die für internationale Studierende ziemlich neu ist und interessant, ist, dass viele Deutsche etwas Süßes zum Mittagessen. Ja. Wie kommst du drauf? Ja, also ich persönlich komme ja auch nicht aus Berlin, sondern aus Nordhessen. Da gibt es das auch nicht so, aber ich habe das in Berlin auch kennengelernt. Wir kochen jetzt hier gerade den Milchreis. Das wird sehr, sehr gerne als Hauptgang gegessen, aber auch sowas wie Grießflammerie. Oder auch Vanillenudeln, die sind auch so richtige Hauptgang, süße Nudeln. Ja, das kannte ich vorher auch überhaupt nicht. Aber es wird hier sehr, sehr gerne angenommen und es wird auch viel gegessen. Es ist wahrscheinlich was typisch deutsch-berlinerisches. Aber dadurch, dass die Abnahme immer noch so groß ist und auch gerne angenommen wird, auch bei den internationalen Studierenden, bieten wir es weiterhin an. Und wer es mag, ist auch mal eine Alternative. Und wird das gerne in der Mensa gegessen und beziehungsweise was ist das Lieblingsgericht sozusagen in den Mensen in Berlin? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass diese süßen Hauptgänge die Lieblingsgerichte sind, die wir bei uns in den Mensen haben. Das ist eher ein kleinerer Anteil. Also was natürlich sehr, sehr gerne gegessen wird bei Studierenden ist Pasta, Nudeln in allen Variationen, die wir hier anbieten. Und was wir auch haben, wir haben halt ganz, ganz viele tolle Pfannengerichte, also Komplettessen, wo wir auch mit regionalen und frischem Gemüse arbeiten. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. So schnell geht's. Die Pflaumen sind geschnitten und um sie jetzt zu schmoren, machen wir mit dem Zucker ein Karamell. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Für den Karamell geben wir Zucker in einen Topf und lassen diesen ganz langsam karamellisieren. In Deutschland, wie kann ich mit dem Besteck zeigen, dass ich beim Essen fertig bin oder beziehungsweise dass ich eine Pause mache? Bei uns in der Mensa ist es natürlich ganz wichtig, da freuen sich die Kollegen in der Spülküche, wenn sie die Besteckteile neben den Teller legen. Im Restaurant, also aus meiner Erfahrung ist es so, also Sie haben ja hier das Besteck und wenn Sie jetzt eine Pause machen,
dann geht das so auf 5 Uhr. Und wenn Sie fertig sind mit dem Essen, eher so 8 Uhr. Eine letzte Frage habe ich noch, das ist ein Klischee, aber das muss ich einfach fragen. Wie viel Bier trinken Sie pro Tag und essen Sie dazu Kartoffel oder Sauerkraut? Ja, also um die Frage zu beantworten, also definitiv zu wenig von allem. Ja? Nein, Spaß beiseite. Na klar, uns Deutschen ist so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir halt so das Volk der Biertrinker sind und der Krauts, also viel Sauerkraut essen oder ähnliche Krautsorten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz interessant, dass gerade in der Bierszene so viel passiert im Moment und gerade auch hier in Berlin Richtung Craft Beer und so weiter, dass wir mittlerweile auch richtig stolz drauf sein können auf unser tolles deutsches Bier mit unserem Reinheitsgebot und ich bin auch überzeugt davon, dass auch die internationalen Studierenden daran sehr, sehr viel Spaß haben. Dann vielen Dank für Ihre Zeit heute. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich werde mir die Videos zu Hause auf jeden Fall nochmal anschauen und vielleicht werde ich die Kürbissuppe nachkochen. Ja, das freut mich sehr, dass Sie animiert sind, was nachzukochen. Das ist ja unser Ziel hier im Mensa Kochstudio, Studierende zu animieren, das nachzukochen, was wir hier machen. Und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn Sie uns schreiben, Anregungen geben, wie wir uns verbessern können oder bestens noch, dass es Ihnen noch gut geschmeckt hat. Und ich freue mich dann, vielleicht Sie hier bald nochmal zu begrüßen. Gerne. Ja? Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ihr seht, der Zucker ist jetzt wunderbar karamellisiert, nicht zu dunkel. Wenn er zu dunkel ist, dann ist er bitter. Das ist nicht so schön. Diese Konsistenz ist eigentlich ideal. Und wenn es diese Konsistenz hat, dann geben wir jetzt hier rein die Pflaumen. Und während des Umrührens geben wir jetzt einen Schuss Essig dazu. Und diese Säure, die gibt nachher einen ganz, ganz tollen Eingeschmack der Pflaume. So, die Pflaumen, die schmoren jetzt schon. Und wenn sie so ungefähr so 2-3 Minuten geschmort haben, dann geben wir jetzt die Aromaten dazu. In dem Fall haben wir ein bisschen Sternanis und ein Zimt, in dem Fall einen gemahlenen. Man kann aber auch durchaus eine Stange da reingeben. Jetzt rühren wir ein bisschen um und lassen es weiterhin schmoren. Das Ganze ungefähr so 10-15 Minuten schmoren lassen und dann hat man richtig tolle Pflaumen. Die Pflaumen sind nun fertig, schaut, sie haben eine super Konsistenz und die ganze Küche riecht nach Sternanis, Zimt und nach der Säure. Und nun sind wir soweit zum Anrichten. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Und ich lasse mir jetzt richtig schmecken.